Das hier ist Weltall neu entdecken von Meyer Multimedia. Ich kann gar nicht oft genug betonen, wie viel mir diese Software bedeutet und wie sehr sie mich geprägt hat. Man kann hier wirklich eine Menge lernen. Der Wissensstand entspricht natürlich dem Ende der 90er Jahre. Trotzdem ist das alles ausgesprochen spannend. Und vor allem erzählt von Michael Pan, der Synchronstimme von Data aus Star Trek Next Generation. Das Sonnensystem besteht aus der Sonne und verschiedenen Himmelsobjekten im Schwerefeld der Sonne. Ist halt einfach wundervoll nerdig, sich von Data das Sonnensystem erklären zu lassen, als wäre man mit ihm auf dem Holodeck der Enterprise D. Und Meteoroiden. Die Sonne enthält 99,86% der Masse des Sonnensystems. Der restliche Anteil entfällt hauptsächlich auf Jupiter. Doch Spaß beiseite. Die CD bietet zahllose Themen. Man kann etwas über den Wettlauf ins All lernen zum Beispiel, so wie hier über Sputnik 1. Und sich sogar die famosen piependen Funksignale anhören. Es ist im Kern eine sehr reichhaltige multimediale Enzyklopädie, komplett mit anklickbaren Hyperlinks und vielen Erklärstücken. Man sollte nicht vergessen, das Programm erschien Mitte bis Ende der 90er Jahre und wirkt dabei von der Benutzeroberfläche her dennoch erstaunlich zeitgemäß und intuitiv. Man kann natürlich auch Quizze zu Weltraummissionen oder Technologie ausprobieren und prüfen, wie viel von dem Gelesenen man beibehalten hat. Für mich war das immer ein willkommenes Spiel, das gleichzeitig Feedback über das eigene Wissen gab. Und obwohl ich die Software gut kannte, hat es schon ein Weilchen gedauert, bis ich meine ersten vollen 20 Punkte erreicht habe. Ein besonders liebenswertes Feature waren die sogenannten Aktivitäten. Man kann zum Beispiel eine Saturn-V-Rakete zusammenbauen. Es gibt verschiedene Module für Saturn V, Saturn 1B oder das Skylab und man muss die richtigen Teile aussuchen und korrekt übereinander setzen. Wenn etwas falsch zusammengesteckt war und man trotzdem versucht zu starten, dann gibt's dieses lustige, missglückte Startgeräusch. Und wenn doch alles passt, dann gibt's zur Belohnung diesen schönen Launch-Effekt. 3, 2, 1, ignition, liftoff. Alles in allem ist das Programm sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Es ist kinderfreundlich, aber nicht kindisch. Ich habe die Software tatsächlich bis in meine Teenagerzeit regelmäßig genutzt. Irgendwann hörte ich allerdings auf, nicht etwa weil das Programm schlecht wäre, sondern weil sich die Computerwelt änderte. Auflösungen von 1024 x 768 oder höher wurden in der Windows XP-Ära zur Normalität, während Weltall neu entdecken in einem kleineren 640 x 480 Fenster festsitzt. Es wurde unbequem für die Augen und außerdem gab es jetzt ja das Internet. Und so nutzte ich die CD immer weniger und weniger. Schade eigentlich, denn noch heute kann ich hieraus viel lernen. Und zwar insbesondere, wenn man das absolute Highlight betritt, das Planetarium. Man betritt einen Raum, die Workstation fährt hoch und dann eröffnet sich der Nachthimmel. Das ist großartig umgesetzt. Die ruhige, loopende Hintergrundmusik unterstreicht die Faszination des Himmels sehr schön. Ehrlich gesagt wünschte ich mir, die Musik wäre etwas länger, aber auch so passt sie hervorragend und untermalt nahezu perfekt das Staunen über die Schönheit des Sternenzelts.
Ich erinnere mich, wie ich mit 13 ein Jahr lang in der norditalienischen Pampa lebte. Kilometerweit Maisfelder und nur eine Schweineschlachtfabrik in der Nähe. Das war eine einsame Zeit. Dieses Planetarium war da fast wie ein Lebensretter. An einsamen Abenden war es ein beruhigender Trostspender, sich hier treiben zu lassen und den Nachthimmel kennenzulernen. Tatsächlich war der Nachthimmel dort, wo ich lebte, meist sehr gut sichtbar und so verbrachte ich Stunden damit, Konstellationen zu suchen und Planeten auszumachen. Das Planetarium lässt sich nach Datum, Uhrzeit und Koordinaten einstellen und bildet dann den Himmel von der jeweiligen Location verblüffend gut ab. Natürlich ist es keine Profi-Software wie etwa Redshift, aber für grundlegende Konstellationen, Planeten und die damals bekannten Kometen ist das Feature exzellent und nach wie vor durchaus nützlich. Ja, Weltall neu entdecken ist eine Software, die mich tief geprägt hat. Ich schätze sie bis heute und bin dankbar, dass die CD noch funktioniert. Wenn jemand irgendwann einmal eine Kopie findet und ein Retro-PC hat, auf dem das läuft, unbedingt ausprobieren. Ich kann es wärmstens empfehlen.